Das erste Elektroauto der Allradmarke in Europa steht ab sofort bei den Händlern. Der Subaru Solterra. Was das Elektro-SUV alles kann, wie viel er kostet und wie ihr euch 150 € auf die Premium-Wallbox DAZONI IQ sparen könnt, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Der Subaru Solterra hat sich verspätet. Im Mai hatte der Hersteller noch einen Marktstart im Sommer versprochen, im Oktober hieß es dann auf der Webseite, ab Ende Oktober, November bei ihrem Solterra Vertragshändler. Nun aber ist es soweit. Subaru meldet offiziell, dass das Auto im Handel ist. Der Solterra ist praktisch baugleich mit dem Toyota BZ4X. Es gibt aber zwei wichtige Unterschiede. Erstens gibt es den Solterra ausschließlich mit dem 160 kW starken Allradantrieb, der Frontantrieb mit 150 kW wird nicht angeboten. Und zweitens hat der Solterra beim Marktstart noch einen einphasigen Bordlader, wie aus der aktuellen Preisliste hervorgeht. Dort steht unter Ladeleistung AC ein Wert von 7 kW. Das mag im Ausland möglich sein, doch in Deutschland darf man mit dieser Leistung nicht auf einer Phase laden. Hier sind wegen der sogenannten Schieflastverordnung in aller Regel nur 4,6 kW möglich. Mehr technische Infos erfahrt ihr natürlich, wenn ihr dranbleibt. Optisch lehnt sich der Solterra ebenfalls an den Toyota BZ4X an. Der Kühlergrill zeigt sich weitgehend geschlossen, die Radläufe und Karosseriekanten sind stark mit Kunststoff beplankt. Mit seinem coupéhaftigen Dachverlauf folgt der Solterra dem aktuellen Trend zu Crossover-Modellen. Der Unterbau entspricht dann wieder ganz konventionellen SUV-Linien. Für den Innenraum sieht Subaru die neueste Version von Infotainment und Konnektivität vor. Mitten auf dem Armaturenträger installieren die Japaner einen 12,3 Zoll großen Touchscreen. Vor dem Fahrer sitzt ein zusätzliches Digital-Cockpit. Android Auto und Apple CarPlay sind ebenso an Bord wie die Möglichkeit, Smartphones kabellos zu laden und einige Autofunktionen per App fernzusteuern. Das Gepäckabteil fasst bei aufgestellter Rücksitzlehne zwischen 453 und 497 Liter, je nachdem, ob sich der Kofferraumboden in der oberen oder unteren Position befindet. Schon von DAZONI gehört? Der Premium-Wallbox-Hersteller Made in Germany bringt mit der DAZONI IQ, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter, farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut. Somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr jetzt unbedingt die DAZONI IQ haben wollt, dann könnt ihr sie ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der Subaru Solterra ist 4,69 Meter lang, 1,86 Meter breit und kommt auf eine Höhe von 1,65 Metern. Den Radstand des Fünfsitzers gibt Subaru mit 2,85 Metern an. Dass der Solterra auch ein wenig Gelände kann, unterstreicht die Bodenfreiheit von 21 Zentimetern. Das SUV baut auf einer zusammen mit Toyota entwickelten E-Plattform auf und fährt mit einem kraftvollen Elektroantrieb vor. Zwei jeweils 80 kW oder 109 PS starke Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse, die jeweils ein maximales Drehmoment von 169 Newtonmeter entwickeln, bilden die Grundlage für den markentypischen Allradantrieb, der eine hohe Traktion und viel Fahrspaß im Alltag garantieren soll. Mit einer zusammenfassenden Systemleistung von 160 kW oder 218 PS beschleunigt der Stromer binnen 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 160 km/h abgeregelt. Dank Single Pedal Drive lässt sich der vollelektrische Subaru dabei größtenteils mit dem rechten Fahrpedal fahren. Sobald das Pedal gelöst wird, verzögert das Fahrzeug dank verstärkter Bremsenergie-Rückgewinnung bis auf Schrittgeschwindigkeit. Diese Funktion, die sich über eine Taste links neben dem Getriebewahlschalter aktivieren lässt, reduziert den Stress und steigert den Komfort insbesondere im dichten Stadtverkehr. Über Schaltwippen am Lenkrad lässt sich der Grad der Rekuperation zudem vierstufig anpassen. Daneben kann der Fahrer über den Drive Mode Fahrmodus-Schalter direkt neben dem Getriebewahlhebel Ansprechverhalten und Leistungscharakteristika anpassen.
Neben dem Normal stehen der Eco und der exklusiv Subaru vorbehaltene Power-Modus für besonders sparsames bzw. dynamisches Verhalten zur Verfügung. Bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h koordiniert das duale Allradassistenzsystem X-Mode Motormanagement, Allradsystem, Bremskraft und andere Funktionen und sichert Stabilität und Haftung selbst bei plötzlichem Schneefall oder Eis. Im Modus Snow Mud manövriert das Fahrzeug durch Tiefschnee und starken Matsch. Noch anspruchsvollere Offroad-Passagen meistert die Grip Control bei maximal 10 km/h. Dabei unterstützt auch die Bergabfahrhilfe. Eine Ergänzung zum Allradmanagement bildet die ebenfalls serienmäßige elektronisch geregelte Drehmomentverteilung Active Cornering Assist. Das Herzstück des Antriebs bildet die 71,4 Kilowattstunden fassende Lithium-Ionen-Batterie, die Reichweiten von bis zu 466 Kilometern nach WLTP ermöglicht. Verbrauchen soll der Solterra ca. 17,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, auch nach WLTP. Der Akku setzt sich aus 96 Einzelzellen zusammen, deren Spannung, Stromstärke und Temperatur permanent überwacht werden. Für eine möglichst lange Haltbarkeit werden bei anormalen Entwicklungen unmittelbar Gegenmaßnahmen ergriffen. Subaru garantiert, dass die Kapazität der Batterie in den ersten 8 Jahren bzw. 160.000 Kilometern nicht unter 70% fällt. Neben dieser Garantie profitieren Kunden von einem Thermomanagement, das den Hochvolt-Akku reichweitenschonend auf Temperatur bringt und so die Reichweiteneinschränkungen insbesondere an kälteren Tagen in Grenzen hält. Das Aufladen erfolgt über den CCS2-Ladeanschluss vorne auf der Fahrerseite wahlweise mit Wechselstrom oder Gleichstrom. An 150 kW Schnellladesäulen ist die Lithium-Ionen-Batterie in rund 30 Minuten zu 80% aufgeladen. An der heimischen Wallbox lässt sich der Akku mit bis zu 7 kW bequem über Nacht aufladen. Dank flexiblem Batterie-Lademanagement und den Subaru Connected Services lässt sich das Aufladen auch im Voraus planen und steuern. In Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Mobility House werden zudem Services angeboten, die das vollelektrische Fahr- und Ladeerlebnis abrunden. Ein nützlicher Helfer für die kälteren Tage ist die serienmäßige Wärmepumpe. Sie bringt den Innenraum des Solterra reichweitenschonend auf Temperatur, wodurch Subaru-Fahrer keine größeren Reichweiteneinbußen fürchten müssen. Und das weder im Winter noch bei erhöhtem Klimatisierungsbedarf im Sommer. Die Japaner haben ihrem Elektro-Erstling für einen Startpreis ab 57.490 € eine umfassende Serienausstattung verpasst. Bereits in der Einstiegsversion wartet das Elektro-SUV mit aerodynamischen 18 Zoll Leichtmetallfelgen, automatisch anklappbaren Außenspiegeln, Sitzheizung vorne, 2 Zonen Klimaautomatik, einer elektrisch öffnenden und schließenden Heckklappe, einem 10-fach elektrisch einstellbaren Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und einer 360° Panoramakamera auf. Der zentrale 12,3 Zoll Touchscreen steuert das Audio- und das cloudbasierte Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsinformationen. Das 7 Zoll große Digitalcockpit hinter dem Multifunktionslenkrad liefert alle wichtigen fahrrelevanten Informationen ins natürliche Blickfeld des Fahrers. Scheinwerfer, Tagfahr- und Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Rückleuchten sind in LED-Ausführung gehalten. Für Sicherheit sollen verschiedene Assistenzsysteme sorgen wie ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Fernlicht sowie ein Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent. Auf passiver Seite schützen neben der hohen Karosseriesteifigkeit diverse Airbags, darunter ein Mittelairbag zwischen den Vordersitzen. Die Hochvolt-Batterie ist in einem Sicherheitskäfig untergebracht. In höheren Ausstattungslinien kommen weitere Annehmlichkeiten wie ein Harman-Kardon-Audiosystem, eine Lenkradheizung, ein Panorama-Glasdach, eine induktive Smartphone-Ladeschale sowie beheizbare Sitze in hochwertiger Ledernachbildung vorne und hinten hinzu. Kunden können aus bis zu 7 Lackierungen wählen, darunter auch höherwertige Metallic- und Perleffektfarben. Auch eine 2-Farblackierung ist verfügbar, bei dem das schwarz abgesetzte Dach einen Kontrast zur übrigen Karosserie bildet. Ich habe für euch den Konfigurator zum Glühen gebracht, wobei man bei der höchsten Ausstattungsvariante nicht wirklich was dazu buchen kann. Auf jeden Fall stand am Ende ein Preis von 62.139,07 € mit voller Hütte. Wie gefällt euch der Subaru Solterra? Findet ihr den Preis angemessen oder gibt es vielleicht bessere Alternativen fürs selbe Geld? Sagt mir das in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.
Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!